Minecraft hat vor einigen Tagen einige sehr interessante Änderungen vorgenommen, die vor allem den Hardcore-Modus betreffen. Und wie immer bei neuen Updates ist auch hier die Community natürlich wieder komplett gespalten. Außerdem gibt es interessante Neuigkeiten zum kommenden Minecraft Inventar-Update, Infos zur Nintendo Switch 2 Version und es gibt sogar ein erstes langes Gameplay von Minecraft Dungeons 2. Wir haben also mal wieder einiges zu besprechen. Denkt dran, durch ein kostenloses Abo verpasst ihr keine Minecraft-News mehr und mit einem Daumen nach oben macht ihr den Schleimi sehr glücklich. Fangen wir doch zunächst einmal mit einigen interessanten, aber auch irgendwie weirden Änderungen an und die werden allesamt mit dem Chaos Cubed Update, also nächste Woche Dienstag erscheinen in der Vollversion. Denn mittlerweile ist ja schon Minecraft Release Candidate 2 erschienen, also das Ganze ist auf jeden Fall mittlerweile mehr als nur komplett und das hier dürfte auch die letzte Testversion gewesen sein, bevor wir nächste Woche das ganze Update erhalten. Aber interessant war dieser Pre-Release mit der Nummer 5. Hier wurden nämlich vor allem zwei Sachen geändert, die so ein bisschen random waren und auch für viele Diskussionen sorgen. Die erste Sache betrifft den standardmäßigen Spielmodus deiner Minecraft-Welt oder deines Servers. Wenn ich jetzt beispielsweise hingehe und einfach mal auf Open LAN drücke, sehen wir hier, mein Game Mode, also der Standard-Spielmodus für diesen Server ist auf Kreativ gesetzt. Und wenn ich jetzt einfach mal mit F3 und F4 den Game Mode wechsle oder per Befehl und dann wieder gucke, ist er dieses Mal auf Survival. Das heißt, jedes Mal, wenn ich persönlich den Spielmodus ändere, egal in welcher Form, wird das automatisch der Standard-Spielmodus des Servers oder meiner Minecraft-Welt, was irgendwie absolut keinen Sinn macht. Und das Witzige ist, selbst wenn du per Befehl den Spielmodus festsetzt, wird er immer wieder überschrieben, wenn du ihn halt wechselst mit F3 und F4 oder per Befehl. Man kann das Ganze zwar umgehen, wenn ich jetzt beispielsweise in den Kreativmodus gehe und das hier auch geändert wurde, kann ich einfach hier wieder auf Survival klicken, Apply Changes und wenn ich dann jetzt in den Zuschauermodus gehe und nochmal nachschaue, ist es immer noch Survival. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist, ein Glitch ist, aber auch in den neuesten Snapshot-Versionen wurde das nicht gefixt, also scheint das schon intentional zu sein, also wirklich, dass da irgendeine Intention hinter ist. Jetzt erstellen wir uns aber mal eine neue Minecraft-Welt und setzen die auf den Hardcore-Modus, weil hier gibt es auch interessante Änderungen. Oh krass, wir spawnen einfach mal in einem Dorf. Also wenn das eine Hardcore-Welt wäre, wäre das hier wirklich der perfekte Spawn. Da vorne ist sogar noch ein komplettes Shipwreck. Lol, was für ein cooler Seed, falls ihr den testen wollt. Aber die eigentliche Neuerung ist, nehmen wir mal an, ich habe hier eine neue Hardcore-Welt, möchte diese dann auch 100 Tage überleben und durch Zufall springe ich hier in dieses Wasser und oh nein, meine Leertaste funktioniert nicht mehr. Ich komme nicht mehr hoch. Was mache ich jetzt? Und wie das dann so ist, sterben wir irgendwann und haben dann, wie immer, die Möglichkeit, diese Welt noch zu spectaten. Das heißt, wir klicken auf den Spectator-Mode und haben dann die Möglichkeit, noch hier durch diese Minecraft-Welt zu fliegen. Zum einen muss ich sagen, hatten sie kurz einen Bug drin, dass man jetzt mit dem Spectator-Modus keine weiteren Chunks mehr entdecken kann. Das geht wiederum wieder. Das heißt, prinzipiell hättest du jetzt einfach nur die entdeckten Chunks noch offen, beziehungsweise die hier in der Nähe sind, die du dann mit dem Spectator-Modus nur abfliegen könntest. Das haben sie aber zum Glück wieder rückgängig gemacht. Aber die wirklich interessante Änderung, vor allem für die Minecraft-Hardcore-YouTuber, ist, dass wir jetzt, wenn wir auf Open LAN klicken, nichts mehr nachträglich ändern können. Das heißt, wenn ich den LAN-Server aufmache, kann ich hier nicht festlegen, dass ich hier nochmal den Game-Modus ändere oder irgendwelche Befehle aktiviere. Bedeutet im Klartext, Hardcore ist jetzt richtig Hardcore. Das heißt, du kannst auch dich im Nachhinein doch noch wieder zurückkommen, also wieder spawnen, kurz den Spielmodus ändern, dein Stuff einsammeln und weiter geht's. Das funktioniert nicht mehr. Und das war eine sehr beliebte Herangehensweise von einigen Creatoren da draußen, die dann verhindern wollten, hey, scheiße, ich bin gestorben, aber die Welt soll weiterlaufen 100 Tage und haben das Ganze dann kurz in LAN geöffnet und rückgängig gemacht. Und natürlich könnte man das Ganze jetzt noch mit anderen externen Programmen wie den NPT Explorer irgendwie noch rückgängig machen und da den Game Mode irgendwie ändern oder es gibt bestimmt auch noch zig andere Wege. Aber Minecraft hat das Ganze sogar mit voller Absicht gemacht, um wirklich dieses Cheating zu verhindern von so einigen Minecraft-YouTubern und das ist ja irgendwo auch richtig, oder? Aber naja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Zu Minecraft Dungeons gibt es aber auch einige spannende Neuigkeiten. Nicht nur haben wir einen offiziellen Trailer bekommen, sondern auch ein offizielles Release-Datum. Am 29. September 2026 wird es nämlich für PC und Konsolen erscheinen. Einige YouTuber durften auf einem Event sogar schon ein Gameplay aufnehmen, wie beispielsweise Bobbycraft. Dieser hat auf seinem Zweitkanal ein knapp 13-minütiges Gameplay hochgeladen, Link in der Beschreibung, womit insgesamt 4 Spielern eine dunkle Höhle erkundet, Mobs bekämpft und sogar am Ende der neue Boss namens Twisted Warden besiegt wird. Auf diesem Konzeptart hier, welches veröffentlicht wurde, sieht man auch das erste Mal die neue Dimension, die ja mit diesem Teil erscheinen wird. Ich muss sagen, sie erinnert optisch so ein wenig an den Warped Forest aus dem Nether, also dieser blaue Wald. Da gibt es dann so ein paar Pflanzen scheinbar, quallenartige fliegende Mobs irgendwie, so ein paar Pilze, aber sieht schon echt cool aus. Für meinen Teil freue ich mich auf jeden Fall sehr auf den zweiten Teil von Minecraft Dungeons. Ich bin gespannt auf eure Meinung.
Meinung. Es wurde aber ebenfalls endlich mal eine Nintendo Switch 2 Version von Minecraft angekündigt, die laut einigen Infos sogar direkt das Shader-Update beinhalten soll. Diese soll auch noch dieses Jahr erscheinen und sogar vom alten Super Mario Mecha Pack, absolute klassische Pack-Version, eine quasi neue Enhanced-Version bekommen. Im Video sieht aber, muss ich sagen, die Render-Distance mit dem Shader etwas low aus. Gefühlt steht hier auf 8 oder so. Aber ich denke, vor allem die Performance allgemein sollte deutlich besser sein als auf der normalen Switch, die da meiner Meinung nach eine reine Katastrophe ist. Ich hoffe nur, dass es ein kostenloses Upgrade wird und nicht eine kostenpflichtige Version, aber ich glaube, da wird wahrscheinlich der ein oder andere Euro fließen müssen, um dieses Upgrade vornehmen zu können, wie ich jetzt einfach mal das Ganze einschätzen würde. Schreibt aber auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr euch diese Version holen werdet. Außerdem gibt es Neuigkeiten zum brandneuen kommenden Minecraft Inventar Update. Sollte mittlerweile jeder auf dem Schirm haben, die Bedrock Edition wird erstmalig alle samt Inventargegenstände überarbeiten. Dazu zählen natürlich alle Container wie Kisten etc. und natürlich auch die Workstations, wie eine Werkbank jetzt neu dazugekommen ist. Zum einen sind in den Game-Files jetzt Screenshots von den Rezeptbüchern aufgetaucht, die jetzt so ausschauen. Dazu haben wir dann nochmal hier die andere Variante, wo dann die vorhandenen Rezepte bzw. ja Rezepte nicht freigeschaltet sind, könnte man sagen. Und hier sogar tatsächlich auch die neue Textur der Werkbank, wenn man sie öffnet. Hier sieht man übrigens den kompletten Screen, wie das aussehen wird. Wenn du jetzt beispielsweise einfach die Werkbank öffnest, da hast du dann links das Rezeptebuch, wie wir eben gesehen haben. Genauso sieht es dann aus. Hier oben die Werkbank logischerweise und auch allgemein die Hotbar, wie auch das Inventar haben sich verändert. Ich muss sagen, die beiden Sachen gefallen mir weiterhin sehr gut, dass die Workstations und die Container sich verändern. Das Inventar ist vielleicht gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ob ich das so feiere in diesem Stil, aber ich bin allgemein mal gespannt, was die da überhaupt einbauen werden, dass man das überhaupt verwenden muss oder kann. Da bin ich mal gespannt. Das soll es für die heutige knackige Ausgabe Minecraft News auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.